Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 21. Juli 2016 erschien das Video Keinen Strom mehr. Dabei handelt es sich um einen Vlog, in dem Rainer die Zuseher informiert, dass er zu Hause keinen Strom mehr hat und erklärt, wie es dazu kommen konnte. Normalerweise sollte man meinen, dass man irgendwie, zumindest kenne ich das so, dass man so ein Gerät eingebaut bekommt. Ich kenne es nicht von mir, sondern von Bekannten. Und da muss man dann eine Karte oder irgendwas einlesen, wo Geld drauf ist, und dann, sobald das Geld leer ist, schaltet der Strom aus. Komischerweise haben sie sowas nicht eingebaut und versagen mir mehr oder weniger sogar damit meine kompletten Menschenrechte, was bedeutet kein Wasser, nichts zu essen, nichts zu duschen. Also Wasser habe ich schon, aber ich habe halt kein warmes Wasser, und mit kaltem Wasser duschen ist nicht einmal gesund für die Gesundheit. Er berichtet, er würde nun zu Bekannten gehen, um zu schneiden, rendern und hochzuladen. Auch erklärt er, dass es Probleme beim Umzug gibt, da sein Verkäufer abgesprungen ist. Am selben Tag lud Rainer dann das Video Drache nun mobil ein Product Placement hoch. Darin stellt er das Huawei 7 Honor vor, das ihm angeblich gesponsert wurde. Allerdings erwähnt er in dem Video keinen Händler als Sponsor und in der Beschreibung war nur ein Link direkt zu dem Handy auf Amazon, ohne Relink zu finden. Auch entfernt Rainer in dem Video die Siegel seitlich an der Packung, wobei diese bei Pressesamples üblicherweise bereits durchtrennt sind. Viele schlussfolgerten daraus, dass Rainer versucht hatte, ein Sponsoring vorzutäuschen, in der Hoffnung, damit echte Sponsoren anzulocken. Daraufhin verschwand das Video prompt von Rainers Kanal. Am 22. Juli wurde Rainer von ungebetenen Gästen zum Grillen eingeladen, lehnte jedoch ab. Willst du grillen, Rainer? Wir haben Wurst dabei und einen Einweggrill. Das Einzige, was ich euch zu sagen habe, ist, dass ihr Vollidioten seid. Ja, komm, bauen wir den Grill auf. Geht euch gegenseitig in den Arsch bumsen, das macht ihr doch sowieso gerne, und jetzt verpisst euch. Aber ich dachte, du bist der B-Lord, nicht wir. Oder habe ich das falsch? Oh, jetzt der. Ist es die Freundin? Hallo Erdbärchen. Also Rainer, wir grillen jetzt. Wenn du mitgrillen willst, du bist herzlich eingeladen. Ohne Scheiß jetzt. Ja? Ist keine Verarsche. Wir grillen jetzt, und wenn du willst. Also wir haben... Verpisst euch, ihr Affen! Wieso so aggressiv? Warum so aggressiv? Soll ich dir auch ein wenig filmen, du Arschloch, ne? Ja, mach. Ja? Gleiches Recht für alle. Verpisst euch, ihr blöden Affen, Alter. Wo sind die... Etzeler so aggressiv, wenn Etzeler meinen Stiefel im Arsch hast, dann reden wir mal weiter, Alter. Du trägst Und doch gar verpiss keine dich, Etzeler aus meinem Land, Alter. Aus deinem Land? Gehört dir Bayern? Gehört dir Auf Bayern? meinem Land, verpiss dich, du Affe. Ist das dein Land? Obwohl die Besucher Rainer gegenüber nicht aggressiv waren, hatte er sie bei der Polizei angeschwärzt. Laut dem Gedächtnisprotokoll waren die Beamten den Besuchern gegenüber nicht feindselig und beschwerten sich sogar über Rainer. Am 24. Juli wurden Sprachnachrichten vom Mai geleakt. Darin redet Rainer darüber, wie es dazu kommen konnte, dass er hohe Stromschulden angehäuft hatte. Ja, die haben seit 5 Jahren bei mir kein Geld abgezogen, obwohl ich dann ja mehrfach meine Kontodaten gegeben habe. Keine Ahnung warum. Ich habe da auch nicht groß drauf geachtet halt. Und dann vor ein paar Monaten kamen die mit einem Schreiben daher. Ja, sie haben seit 5 Jahren keinen Strom gezahlt. Und ich, bitte was? Und habe nachgeschaut, haben die nie was abgezogen, obwohl die meine Kontodaten hatten. Und ja, seitdem habe ich die Arschkarte, weil die wollen jetzt alles auf einmal. Das sind jetzt mehr als 10.000 Euro. Wegen Mahn und was weiß ich alles. Und ja, das ist richtige Scheiße. Ich hoffe, du behältst es für dich. Obwohl es mir eigentlich mittlerweile egal ist, ob das irgendjemand erfährt, aber ich hoffe es trotzdem. Kannst du dir wieder beweisen, dass mich nicht verarscht. Dann sagt er voraus, bald für einige Tage ins Gefängnis zu müssen.
Also meine Liebe, wie es aussieht, werde ich wohl das Wochenende im Knast verbringen. Ja, ich bin ein böser Junge. Was soll's. Welche 3 Tage oder was buchten sie mich jetzt ein? Echt ein Witz, oder? Samstag, Sonntag, Montag geht's los. Um 10 Uhr holen's mir. Ja gut, das wird lustig. Rainer war allerdings, wie sich aus seinen regelmäßigen Internetaktivitäten beweisen lässt, nicht im Gefängnis. Am 26. Juli erschien in den russischen Medien ein Bericht über den Anschlag in München vom 22. Juli. Bei der Recherche wurde der Tweet eines Trolls gefunden, der ein Foto von Rainer als angeblichen Täter gepostet hatte und ohne weiteres Nachprüfen ausgestrahlt. Am 27. Juli wurde Rainer einem Hater gegenüber handgreiflich. Auch wurden an diesem Tag WhatsApp-Sprachnachrichten geleakt. Da Rainers neue Flamme ihm vorgeworfen hatte, es gehe ihm nur um Sex, versuchte er sich zu verteidigen. Ich habe mein ganzes Leben lang noch keinen Sex gehabt. Abgesehen vielleicht mit dieser Prostituierten, wenn man das zählen will, aber ich persönlich kann das eigentlich nicht zählen. Jeder andere Kerl hätte nach einer Woche versucht, dich ins Bett zu kriegen. Ich habe jetzt über 5 Monate mit dir geschrieben. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Du sagst, ich sehe in Frauen nur die Sexualität. Ich habe mit der Person ein bisschen geschrieben und ich habe mit der schon sexuelle Gespräche geführt, bevor wir beide überhaupt in die Richtung angefangen haben. Also verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Am 29. Juli kündigte Rainer wieder einmal an, mit YouTube aufzuhören. Am 30. Juli wurde er von einem maskierten Hater mit Eiern beworfen. Am 31. Juli traf sich die YouTuberin Baby Chrissy, obwohl ihr Captain Medal davon abgeraten hatte, mit Rainer. Dieser hatte während des Treffens eine heisere Stimme, da er am Vortag Hater angeschrien hatte. Ja, so, jetzt bin ich beim Drachenlord, also beim Rainer. Und wir waren jetzt. Ja, und wir waren jetzt zusammen erstmal im Rewe, einen Kaffee trinken und sind ein bisschen durch die Gegend gelaufen, haben uns viel unterhalten. Beim Bäcker, genau. Ja, beim Bäcker im Rewe halt. Und ja, bis jetzt ist alles super gelaufen. Wir verstehen uns echt gut, muss man sagen. Also ich finde den Rainer richtig, richtig sympathisch. Echt, entgegen aller Meinungen. Also wir waren jetzt viel spazieren, haben viel geredet. Rainer will halt heute nicht so viel reden, weil er, wie gesagt, die Stimme ist kaputt, weil er sich gestern? Ich habe mir gestern die Seele aus dem Leib geschrien. Die nächsten Tage trafen sich Rainer und Baby Chrissy noch mehrmals. Als Rainer am 2. August Geburtstag hatte, war er im Zug unterwegs und traf dabei auch einen Fan. Am 3. August tauchte dann ein Foto, auf dem Pferd Blue abgemagert erschien, auf Twitter auf. Allerdings kann es vorkommen, dass ältere Pferde wegen abnehmender Verdauungskapazität und anderer Gründe an Gewicht verlieren. Ein Hater informierte zur Sicherheit das zuständige Veterinäramt. Am 4. August gab sich Baby Chrissy auf Twitter desillusioniert. Daraufhin streamte sie auf YouNow. Es war wirklich ernst gemeint. Die Sache mit der, ich möchte ihm helfen und alles, zu resozialisieren sozusagen, dass ich ihm in gewissen Angelegenheiten helfen möchte. Ja, allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass es halt so weit eskaliert. Es kam halt echt so an, als könnte ich ihm helfen. Er hat halt dann auch mir Dinge erzählt, dass er sich jetzt eine Arbeit sucht und so weiter, weil er mich halt sozusagen gegen die ganzen Hater aufgehetzt hat und halt mit seiner lieben netten Art und seinem Mitleid, das er mir gegenüber gebracht hat. Also und seit vorgestern ungefähr fing es halt dann an, dass er, trotz dass er weiß, dass ich in einer Beziehung bin, dem angefangen hat, mich zu bedrängen, diese Beziehung zu beenden. Und gerne Freundschaft und ja, hilf mir und ich nehme die Hilfe gerne an. Und ja, ich gebe bald arbeiten und ich mache eine YouTube-Pause und dies und das. Ich habe das halt dann ohne Scheiß geglaubt. Ja, wie gesagt, dann fing es halt an, dass er halt, wie gesagt,
anfing, dass er von mir eine Beziehung wollte, mir eingetrichtert hat sozusagen, dass KuchenTV oder Regenbogenscharf daran schuld wären, dass sein Stromkabel rausgerissen wurde aus der Wand. Er meinte eben, ich soll dringend meinen Freund verlassen, er möchte zu mir ziehen. Und dann... Also er hat gesagt, dass er das möchte. Ja, genau. Also, dass wir halt dann YouTube-Stars werden. Ein paar Tage später wurden dann auch Rainers WhatsApp-Sprachnachrichten geleakt. Mädchen, du machst es mir echt nicht einfach, oder? Na gut. Ich bin aber auch gerade ein bisschen erhitzt, wenn ich hier das Zeug lese, was ich hier üblicherweise lese zurzeit, weil ich nichts anderes mehr zum Lesen habe. Vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, dann mit dir zu schreiben, wenn ich sowas lese. Ach ja, ich muss auch endlich mal meine Bücher fertigstellen. Ich treffe mich mit dir, ich rede mit dir, ich mache auch keine Videos mit dir. Und wenn du mich hinterher verarscht und ich wirklich auf eine Haterin reingefallen bin, habe ich eben Pech gehabt. Falls nicht, umso besser. Ich meine, klar, ich finde dich anziehend. Ich schließe es nicht aus, mit dir ein Pärchen zu bilden. Aber bislang bist du ja noch vergeben. Und so lange lasse ich auch die Finger von dir, weil letzten Endes ist für mich die Sache die, ich würde niemals die Hand an die Frau eines anderen legen. Rainer berichtete auch, vom Baby Chrissy geträumt zu haben. Und im Prinzip ist dann die Tür aufgegangen und du bist quasi zu mir in die Dusche geklettert. Ja. Soweit der Traum. Und ich hoffe, du betrachtest das jetzt als Vertrauen. Außerdem ging der Traum noch ein bisschen weiter. Oder hast du vor, das, was ich geträumt habe, umzusetzen? Rainer erklärte, es müssten 3 Bedingungen erfüllt sein, damit er einer Frau bedingungslos vertrauen kann. Punkt Nummer 1 ist verhältnismäßig einfach. Ein Kuss. Punkt Nummer 2 ist vielleicht ein bisschen kniffliger. Das ist zusammen in die Sauna gehen, sich quasi zu zeigen und alles. Also auch nackt. Und das Nummer 3 ist eigentlich quasi der Punkt, der wirklich nur auf meine Freundin bezogen ist, beziehungsweise auf die Frau, mit der ich zusammen sein will. Und das ist, wie du dir vielleicht denken kannst, Sex. Versteh mich nicht falsch, ich möchte die 3 Punkte mit dir nicht abarbeiten, das ist völliger Quatsch. Okay, Klartext, klar, doch, möchte ich schon. Dann malte er sich aus, wie es wäre, eine Beziehung mit Chrissy zu führen. Wir können hier zusammenziehen. Bist meine Freundin, ich der Freund. Ziehen wir zusammen irgendwo hin. Machen YouTube. Zeugen Kinder. Baby Chrissy teilte ihm jedoch mit, an einer Beziehung nicht interessiert zu sein, woraufhin Rainer ungehalten reagierte. Ich bin definitiv kein Erdbärchen 2.0, aber ich kann mir eine Beziehung nicht vorstellen. Und ich hoffe, du kannst es akzeptieren. Was genau erwartest du jetzt von mir? Ich meine, meine Gefühle kann ich schlecht kontrollieren. Ich sag nur, wie es ist. Was genau erwartest du jetzt von mir? Dass ich rumheule oder sowas? Ich nehme an, jetzt war einfach mal wieder schlicht und einfach komplette Verarsche, oder? Seht ihr, jetzt seid ihr Hater auf höchstem Niveau, denn ihr habt auch ein Nacktbild vom Drachenlord. Herzlichen Glückwunsch, ihr Loser. Es ist traurig, dass ihr es einfach nicht lernt. Ihr begreift nicht, dass ich euch über bin, dass ich euch weit über bin. Und noch eine Sache. Die Kleine würde ich nicht mal ficken, wenn sie mich dafür bezahlen würde. Ach, und eine Sache noch. Von belästigen. Ich glaube, du hast keine Ahnung, was belästigen ist. Naja, wie auch immer. Nach dieser Nachricht seid ihr ohnehin für mich ein für alle Mal Geschichte. An diesem Tag lud Rainer auch auf Twitter zum Posterverkauf bei sich zu Hause ein. Diesen sagte er doch schon am nächsten Tag wieder ab.
Auch brachte Willi Gimmel aus Sorge um Blue Pferdenahrung vorbei. Am 6. August kam es dann dennoch zum Posterverkauf. Wer ein Poster erwarb, durfte sich dabei auch auf der Fanwand verewigen. Von diesem Tag existieren auch Sprachaufzeichnungen, in denen Rainer bestätigt, dass er neben Baby Chrissy noch mit einer anderen Frau in Kontakt steht und sich bei dieser Hoffnungen macht. Auch würde er gerne seine Stromschulden mit einem Darlehen von der Bank bezahlen und seitdem ein Hater Rainers Telefonnummer auf einer dubiosen Dating-Webseite angegeben hat, erhält er regelmäßig anzügliche Bilder von fremden Männern. Der örtliche Tierschutzverein bestätigte, Blue seit Jahren regelmäßig zu besuchen und versicherte, dass es dem Pferd gut gehe. Am 7. August streamte Rainer aus einem Unterstand in Emskirchen und berichtete über den Erfolg des gestrigen Posterverkaufs. Auch plante er, einen Spendenstream zu veranstalten, um dadurch das Geld für die Stromschulden zu bekommen. Dann berichtete er, dass er schon im September 2015 einen Brief von seinem Stromanbieter erhalten hatte. Am 9. August war Rainer in Nürnberg unterwegs. Auf Instagram behauptete er und Baby Chrissy hätten sich geküsst, was diese allerdings bestritt. In einer Sprachnachricht behauptete er würde als Rache ein Video machen, in dem er über den Kuss berichtet. Am 10. August weigerte sich Rainer, ein Poster an einen Besucher zu verkaufen, da dieser während der Anfahrt den Lügenlord-Song in seinem Auto abgespielt hatte. An diesem Tag wurde Pferd Blue auch von einem Hater im Charakter von Horst Schlemmer mit Karotten gefüttert. Doch bevor wir die Schanze erreichten, kümmerten wir uns noch um das Pferd des Gurus, das aufgrund seiner Zurückgezogenheit und seines einfachen Lebens von Fremden gefüttert werden muss. Mein armer Blue. Daraufhin führten sie ein Gespräch mit Rainers Nachbarin, die preisgab, dass das Pferd zwar nicht ihr gehört, aber sie sich darum kümmert. Auch bestätigte sie, dass das Pferd aufgrund seines hohen Alters von 27 Jahren abgemagert wirkte. Baby Chrissy streamte an diesem Tag mit Boneklinks und gab zu, in früheren Videos Rainer gehatet zu haben. Am 11. August war Rainer erneut in Nürnberg und wurde dort auch heimlich fotografiert. Am 13. August nominierte der YouTuber iBlali neben Tanzverbot auch den Drachenlord für die Roast Yourself Challenge. An diesem Tag waren auch ein paar Hater vor Rainers Haus, die ihn provozierten, bis er zu ihnen auf die Straße ging. Daraufhin attackierte ihn einer der Hater mit einem Teleskopschlagstock. Nachdem der Hater geflüchtet war, rief Rainer die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Doch die Polizisten waren mittlerweile davon genervt, dass sie bis zu 4 Mal am Tag zu Rainers Haus fahren mussten. Angeblich plante Rainer auch, aufgrund seiner Verletzungen, sich 2 Tage später doch noch zum Amtsarzt fahren zu lassen. Am 16. August erschien dann das Video Verabschiedung fürs erste Bye Leute. Darin kündigte er erneut an, sich für absehbare Zeit von YouTube zurückzuziehen und beteuerte, Baby Chrissy hätte ihn geküsst. Am 17. August war es dann auch mit Rainers Flamme, die ihn angeblich einst während des Videodrehs angerufen hatte, vorbei. Als Rainer sah, dass eine Konversation zwischen den beiden auf Flachschon gepostet worden war, beendete er den Kontakt mit einer Sprachnachricht. In der Nachricht beleidigt er sie, wünscht ihr den Tod und behauptet, er würde sich nun eine Frau aus einem Kontaktmagazin suchen. Auch war Rainer an diesem Tag in einem Erotikgeschäft in Nürnberg und kaufte dort einen Kalender und 2 Ringe. Am 20. August veranstaltete Rainer erneut einen Posterverkauf und antwortete iBlali auf Twitter. Auch ließ jemand eine Drohne über Rainers Haus fliegen. Am 21. August enthüllte ein Hater in einem angeblichen Interview mit einem ortsansässigen Emskirchner, dass eine von Rainers Nachbarinnen, die Mutter vom bösen Wolf, Rainer öfter Einkäufe gebracht hatte. Am 23. August war Natural Spirit, der einst für Rainer Fanart gemacht hatte, in Emskirchen. Am 25. August erschien das Video Ansage an E-Energie. Dieses Video hier soll in erster Linie an Energy gerichtet sein, sollten die sich vielleicht bequemen, es anzuschauen, denn auf irgendeine Art und Weise kann ich nicht nachvollziehen, warum ich 4 Jahre lang keinen Strom gezahlt habe. Zunächst mal Erläuterung. Ich habe Strom gezahlt, oder besser gesagt, ich hätte Strom zahlen können.
denn ich hatte bis 2013, 2014 mehr als genug Geld auf dem Konto, um das Ganze auch umzusetzen. Denn ich hatte von meinem Vater, nachdem er 2011 starb, eine kleine Menge Geld geerbt, also nicht viel. Die nächste Sache, die ich nicht verstehen kann, und das ist wahrscheinlich der Punkt, der alle interessiert, warum hat ein Stromanbieter nicht den Strom vorher abgestellt? Als ich telefonisch mit denen, und ich habe, wer weiß wie lange mit den Energy-Leuten telefoniert, dann hat es jedes Mal geheißen, ich zitiere, das war ja nicht zu ihrem Nachteil, dass der Strom nicht früher abgestellt wurde. Rainer berichtete, Abbuchungen von Energie wären immer daran gescheitert, dass sein Konto nicht gedeckt war. Deswegen hatte Energie zu rechtlichen Mitteln gegriffen. Rainer behauptete allerdings, er hätte nie einen Brief von Energie oder vom Gericht bekommen. Nach wie vor plante er, die Stromschulden mit einem Spendenstream zu begleichen. Zu dem Spendenstream wollte ich nämlich noch mal kurz was sagen. Und zwar, ich werde es versuchen, dass ich das hinkriege. Ich weiß jetzt noch nicht ob und ich muss es bei jemandem machen, der eine Minimum 32K-Leitung, wenn nicht am besten 100K-Leitung hat. Wenn ich da jemanden herkriege, wenn ich jemanden finde. Wenn ich das hinbekomme, dann kann ich das machen und es ist eine Statistik. Aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob das hinhaut oder keine Ahnung. Er hatte vor, im Stream um 25.000 Euro zu bitten. Mit 15.000 Euro würde er die Stromschulden begleichen, mit den restlichen 10.000 würde er einen PC kaufen und seinen Hof renovieren. Es ließe sich zwar darüber streiten, wie rein Baby Chrissys Intention, Rainer zu helfen, tatsächlich war, da sie sich schließlich auch Bekanntheit daraus erhoffte. Trotzdem war ihr Plan wohl von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da Rainer kein Interesse daran hatte, sein Verhalten zu ändern. Selbst nicht, als er alleine und ohne Strom in seinem Haus saß.